Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Patch 1.3.1 kommt heute raus und das wird der allergrößte Patch sein, den es jemals für Valhalla gab. Er bringt einige Bugfixes mit sich, die die Mastery Challenge und die beiden DLCs für die Mehrheit endlich spielbar machen. Dazu gibt es 3 neue River Raids und ein paar Fertigkeiten und ein Update für die Runen, welches endlich den Rüstungsbau spezialisieren und vor allen Dingen auch sinnvoll machen. Das gucken wir uns heute also an, aber sonst gibt es auch noch Lore und Guides auf diesem Kanal, deswegen würde ein Abo für euch sich auf jeden Fall lohnen, aber nun legen wir los. Der Patch 1.3.1 kommt morgen um 14 Uhr deutscher Zeit raus. Der wird eine Größe von 14,3 bis 34,5 GB haben, je nach Plattform. Auf der PS5 sind es 14, auf der Xbox Series XS sind es 34 und auf dem PC sind es 26. Es wird 3 neue River Raids geben, das ist ja bekannt. Einmal Arif, Berber in England sowie den Rhein in dem Bereich von den Niederlanden. Und es wird natürlich dort in den River Raids 3 Champions geben. Einmal 2 neue River Raid Champions, quasi die Vorbosse, und dazu ein Champion of the Faith oder of Faith, also ein Glaubenschampion, der dann auch eine nette Waffe mit sich bringt. Dazu gibt es natürlich mehrere Rüstungsgegenstände, zum einen Luke's Armor, den wir auch schon in diesem kleinen Video hier gesehen haben, und 5 neue Waffen inklusive einem Short Sword, aber da hat ja Andy auch ein Video zu gemacht. Ich verlinke es gerne nochmal hier, beziehungsweise ich zeige es euch nochmal hier. Das ist ein Video dazu, da hat er die auch euch gezeigt. In diesen River Raids gibt es 3 Klöster, die natürlich auch 3 Fertigkeiten euch mitbringen. Und zwar einmal den Speerwirbel. Eivor führt einen Drehangriff aus, der mit anderen Hakenspeerfähigkeiten kombiniert werden kann. Und getroffene Gegner werden halt zurückgeschleudert. Dann einmal den Paukenpfeil, trifft einen gegnerischen Schild, um eine Druckwelle zu erzeugen, die nahe Gegner ins Taumeln bringen und Schaden verursachen. Und der letzte, der wird richtig geil sein gegen Bosse oder richtig schwere Gegner, ist der zielgenaue Axtwurf. Eivor führt einen vernichtenden Axtwurf aus, der auf die Schwachstelle des Gegners zielt. Übelst OP die Fähigkeit und die werde ich auf jeden Fall nutzen. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die richtig geil ist, denn Ubisoft hat zugehört und hat den ersten Schritt zu einem besseren Rüstungsmanagement gebracht. Denn die Runen haben ein Update bekommen und das erste Update, was sie reingepatcht haben, ist, dass die Waffenrunen separat voneinander arbeiten. Das heißt also, nur die Waffe, die mit einer Rune ausgerüstet ist, kann auch zum Beispiel Gegner stunnen. Das heißt, die linke Waffe ist ein Dolch, ja, die hat eine Stun-Rune drauf, das heißt, die kann stunnen, die andere Waffe aber nicht. Die arbeiten also separat voneinander und so kann man theoretisch das ganze Rüstungsset spezialisieren. Dinge wie zum Beispiel Attentatsschaden oder Feuerschaden werden allerdings fürs gesamte Set genommen. Das heißt also, da muss man dann sich keine Sorgen machen. Außerdem wurde die Begrenzung für Runen aufgehoben. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel mehrere Runen in einem Set hattet, die gleich waren, ist es euch passiert, dass ab einem gewissen Schwellenwert das Ganze nicht mehr stapelbar war. Zum Beispiel Angriffsschaden, Crit-Schaden oder ähnliches. Das ist jetzt raus. Das heißt, ihr könnt jetzt richtig viel reinhauen, richtig viele Runen reinhauen, um eure Rüstung zum Beispiel perfekt zu machen für Feuerschaden, perfekt zu machen für Crit-Schaden oder ähnliches. Und das Geile ist, und da bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber hier steht wirklich, Spieler werden ab jetzt immer die Auswirkungen ihrer Vorteile sehen und so können sie spezifische Bewaffnungen herstellen, was eigentlich ganz cool klingt. Gucken wir mal uns das Ganze an, wie das in der Praxis dann aussieht. Ab morgen werdet ihr dann auch eine neue Schwierigkeitsstufe bekommen, nämlich Aesir. Ich spiele ja gerade auf Dränger, sehr schwer, und dann gibt es die Albtraumstufe ab morgen und da bekommt ihr doppelten Schaden, könnt nur normalen Schaden austeilen und die Ration heilen 40% weniger, aber das ist zum Beispiel auch schon bei Dränger so. Und das Fenster fürs perfekte Parieren ist um 38% gesunken, beziehungsweise ist 38% kleiner als vorher. Eine kleine Sache, die vor wenigen Monaten gestartet wurde und jetzt umgesetzt wurde, sind die Community-Tattoos. Es gab vor ein paar Wochen einen kleinen Wettbewerb, wo ihr bei Twitter Tattoo-Entwürfe einsenden konntet und die sind jetzt durch. Und die werden ab morgen ab 18 Uhr über Ubisoft Connect erhältlich sein. Ihr könnt euch also ganz easy peasy for free holen, glaube ich mal. Einmal auch natürlich ein Shoutout an die ganzen Leute. Elfidil von Twitter hat den Brustteil gemacht, Outer Desert auf Instagram hat den Kopfteil gemacht, Le Papillon 08 hat den Rückenteil gemacht auf Instagram. Shelly's Art auf Instagram hat die Arme gemacht. So, Shoutouts sind gegeben, ja, und jetzt machen wir weiter mit den Bugfixes. Da fangen wir natürlich ganz allgemein an und hier gibt es 2 Punkte, die wichtig sind. Einige Spieler konnten ab Siedlungsstufe 5 nicht genügend Vorräte sammeln, um die letzte Siedlungsstufe zu erreichen. Das ist jetzt möglich, denn wenn ihr einen gewissen Teil an Vorräten gesammelt habt im Allgemeinen, könnt ihr beim Händler weitere Vorräte kaufen, um die Stufe 6 zu erreichen. Außerdem gab es einen Punkt, wo Spieler keine AP erhalten haben.
haben, nachdem sie tägliche Quests in Irland und im Frankenreich abgeschlossen haben. Das sollte jetzt aber wieder hoffentlich passieren. Ich hatte euch ja erzählt, dass die DLCs gepatcht wurden und da fangen wir jetzt erstmal an mit dem ersten DLC Zorn der Druiden. Dort gab es ein Problem mit der Mission Bed in Dyflin, die war einfach nicht mehr verfügbar. Das sollte jetzt wieder der Fall sein. Dyflins Reichweite konnte nicht abgeschlossen werden, da Azar einfach tot war. Weird, das sollte jetzt auch wieder ready sein. Und die Prüfungen der Morrigan, diese kleinen Kreise in Irland, diese schwierigen Kämpfe, konnten nicht begonnen werden, wenn es an einem vorherigen Spieldurchlauf schon mal abgeschlossen wurde. Das sollte jetzt wieder der Fall sein. Und die Mission Könige hofieren aktualisierte sich damals nicht, nachdem man die Gefangenen befreit hatte. Die sollten jetzt befreit werden und die Mission sollte sich auch aktualisieren. Es gibt natürlich mehr Punkte zu dem ersten DLC. Das könnt ihr euch einfach hier unten in der Beschreibung anschauen. Da ist die Newsseite zu Ubisoft, zu Assassin's Creed Valhalla. Schaut da gerne mal rein. Und außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Dränger-Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich supporten wollt. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dem DLC, was wahrscheinlich die meisten Probleme für euch macht, nämlich die Belagerung von Paris. Hier hatten einige Spieler das Glück, dass sie nach der Belagerung von Paris, nach der Mission, nach der letzten Mission, die Insel trotzdem betreten können. Das könnt ihr jetzt leider nicht mehr, beziehungsweise könnt ihr noch 2 Stunden machen, wenn ihr das Video um 12 schaut. Ab 14 Uhr dann nicht mehr, wenn ihr das Update geladen habt. Relativ viele Personen hatten viele Probleme mit dem Duellanten. Der blieb zum Beispiel auf dem Reittier stecken und kämpft nicht gegen den Spieler. Und das sollte er jetzt eigentlich tun. Außerdem gab es Probleme mit dem Schafen vom Duellanten. Wenn ihr den quasi getragen habt, dann verfolgten euch die Schafe. Weird, lustig. Wenn ihr Videos dazu habt, schickt die mir gerne bitte. Ich würde es gerne mal sehen, wie die Schafe euch verfolgen. Es gab generell Probleme mit den fränkischen Eiferern, denn in einigen Situationen konnte man die Todbestätigen-Szene nicht aktivieren. Das sollte jetzt auch machbar sein. In der Mission Kleine Mutter konnte man keinen Fortschritt machen, nachdem man sie mit einer leichten Sprengfalle abgelenkt hatte. Das sollte jetzt wieder funktionieren. Doch was sind eure Probleme eigentlich gewesen? Welche Probleme hattet ihr im ersten DLC und zweiten DLC? Lasst es mich wissen, denn Ubisoft liest die Kommentare hier. Gerade wenn es Bugfixes sind, beziehungsweise Bugs, die werde ich dann auch gerne hervorheben. Gerade wenn viele Daumen nach oben auf diese Kommentare gehen, dann auf jeden Fall, Leute. Also schreibt gerne eure Bugs hier rein. Aus dem Hauptgame kommt jetzt nicht so viel, was Bugfixes angeht. Da haben wir nur ein paar Kleinigkeiten. Ich denke mal, da ist der größte Wisch schon poliert. Hier haben wir ein Problem mit den Dialogszenen in den täglichen Quests, dass diese entweder sehr lang laden und wenn man dann im Menü ist, dass die Kamera sich in den Untergrund bewegt. Dazu gab es eine Quest, der blutige Weg zum Frieden. Dort ist es nicht möglich, mit Sheobert zu angeln und ja, das ist natürlich bitter für die Quest, weil das ist eine sehr schöne Quest. Bei der Quest, die Göttin der Geburt, konnte man nicht mit den NPCs interagieren, was schade war. Und bei dem legendären Duell mit Duck startete das nicht, ja, beziehungsweise bei der Quest Ein Sturm braust sich zusammen, konntet ihr das Ganze nicht starten, nachdem ihr geschlafen hattet. Das sollte jetzt hoffentlich endlich mal funktionieren. Und aus dem Paris-DLC eine Kleinigkeit, denn die Fähigkeit Rattenplage funktioniert in der letzten Phase des Kampfes mit Duck nicht. Also wenn ihr aus irgendeinem Grund das DLC schon vorher gemacht habt und dann gegen Duck die Rattenplage anwenden wollt, jetzt klappt's. Die Mastery Challenges sind endlich gebugfixt worden und ihr könnt sie gerne jetzt mal testen. Ihr könnt auch gerne die ganzen Guides, die ich dazu gemacht habe, zu den einzelnen Prüfungen, wirklich zu jeder Prüfung, zu jedem Gebiet, euch anschauen, falls ihr damit Probleme habt. Sonst haben wir erstmal zu den River Raids einen wichtigen Bugfix und zwar die Rückkehr zur Siedlung nach einem Flussraubzug war nicht möglich. Das sollte jetzt wirklich möglich sein. Da gab es nicht so viel. Bei den Mastery Challenges gab es aber schon deutlich mehr. Nach dem Plündern von Ressourcentruhen bekommt man keine Stoffe, nachdem man mindestens einen Schrein der Meisterherausforderung ganz abgeschlossen hat. Das heißt also, das sollte jetzt auch entfernt sein und man sollte ganz easy diese Rüstungstruhen bzw. Ressourcentruhen bekommen können. Ein wichtiger Punkt, der größte Punkt, der mir auch selber aufgefallen ist, NPCs fielen in der Meisterherausforderung ab und zu von ihren Posten und starben halt. Ja, ich kann mich erinnern, in der Odin-Grube in der Wolfsprüfung, da sind die so oft gestorben. Einmal zu Beginn und einmal ganz am Ende. Das hat mich so aufgeregt. Ich habe dafür 2 Stunden gebraucht für diese Prüfung und ich glaube, euch hat es auch mega aufgeregt. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Also, ja. In der Schleichprüfung in dem Außenposten von Kalevar konnte das Goldabzeichen unter gewissen Bedingungen nicht mehr erlangt werden. Habe ich jetzt dazu auch eine Prüfung gemacht, beziehungsweise ein Guide-Video. Das sollte eigentlich easy peasy sein. Das war wirklich eine einfache Prüfung. Mal gucken. Ja, und die Ölkrüge explodierten, bevor man die Fernkampf-Herausforderung Temple Birth begonnen hatte, wenn man die Prüfung verließ und neu startete, nachdem man sie zerstört hatte. Das heißt also, ihr habt die Prüfung gemacht, habt dort viele Sachen zerstört, habt sie neu gestartet und dann waren die Krüge immer noch kaputt. Was ärgerlich war, also richtig ärgerlich, aber jetzt sollte das alles funktionieren, weil ich finde, die Mastery Challenges sind wirklich schöne Gameplay-Elemente, die einfach durch diese ganzen Bugs leider zerstört wurden.
Dann gab es natürlich noch einige Sachen im Grafikbereich und Belichtungsbereich, der behoben wurde. Es gab schwebende Objekte, die weggemacht wurden. Es gab immer noch einige Stellen, wo man sich festgeglitscht hat. Das sollte jetzt weniger sein. Bei den Fertigkeiten gab es kleine Updates, nämlich dass diese automatische Fahrterstellung funktioniert. Sie hat aber nicht bei Grundfertigkeiten funktioniert. Das soll jetzt aber gehen. Und Eivor hatte nach dem Nutzen von Fernkampffähigkeiten weiterhin irgendwie einen Pfeil in der Hand. Ein bisschen weird. Also konnte dann wahrscheinlich nicht kämpfen oder nicht richtig schießen. Und natürlich wurde die Leistung und Stabilität verbessert. Und das war das Update, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute beim Zocken. Ich kann es erst heute Abend zocken um 19 Uhr. Guckt mir das Ganze aber an und werde morgen dann vor allen Dingen, Leute, ganz wichtig, das ISO-Schwert analysieren, was wir bekommen werden und natürlich Guides raushauen zu den River Raids, zu den Champions. Also bleibt gerne hier mit einem Abo dabei und der Glocke natürlich. Ich weiß, ihr habt die Glocke natürlich aktiviert. Und bedanke mich auf jeden Fall bei dem Video und Eivor bedankt sich auch bei dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video und danke für dieses wunderschöne Dasein und für das Glocke aktivieren. Ja, Eivor, die haben die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.